Herzlich willkommen bei 20.1. In der Diskussion um die Corona-Politik fällt der Blick immer öfter auf die Justiz als unsere dritte Gewalt. Ihre Aufgabe ist es, die Regierungen und auch die Parlamente zu kontrollieren und nötigenfalls zu korrigieren. Die Lage der Justiz war aber schon vor Corona desolat. Personalnotstand, technische Ausstattung fehlt und politische Einflussnahme auf vielen Ebenen. Unser Rechtsstaat in der Krise beschädigt die Justiz. Darüber müssen wir reden. Mit einem, der geeigneter und erfahrener nicht sein könnte. Er ist Rechtswissenschaftler und seit 10 Jahren im Staatsdienst. Hat eine steile Karriere hingelegt. Nach Studium und Promotion wurde er Staatsanwalt. Zuerst für Jugend, dann für Erwachsenensachen. Es folgten Posten als Amtsrichter in Niedersachsen und die Verantwortung als Notarprüfer. Seit 2018 ist er Strafrichter am Landgericht Berlin. Zwischenzeitlich war er zur sogenannten Erprobung für die nächsthöhere Instanz an das Kammergericht abgeordnet, dem hiesigen Oberlandesgericht. Vor wenigen Monaten gründete er mit Kollegen das Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte. Mit ihm möchte er eine konstruktive Diskussion bedeutsamer Problembereiche der Justiz anstoßen. Ich freue mich sehr auf Dr. Peter Schleiter. Herr Schleiter, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Herr Schleiter, es ist zumindest außergewöhnlich, dass Richter und Staatsanwälte sich mit einer Kritik am Justizapparat selbst und der Politik an die Öffentlichkeit wenden oder in solcher Form zusammenschließen. Das ist auch nicht nur von Ihnen kommend, sondern immer öfter kommt aus dem Apparat Kritik. Es melden sich Amtsrichter aus allen Bereichen Deutschlands, sprechen von Verfassungsbrüchen in Corona-Verordnung. Der Bundesfinanzhof spricht in seinem Jahresbericht von desolaten Personalzuständen, die an der Verfassungswidrigkeit grenzen. Sie haben nun mit Kollegen CRISTA gegründet, das Netzwerk kritischer Richter und Staatsanwälte. Wie kam es zu dieser Gründung? Ja, CRISTA. Das ist letztlich geschuldet, oder das heißt geschuldet, und wir verdanken diese Gründung, kann man das auch irgendwie so sagen, einer sehr unglücklichen Entwicklung in unserem Staat oder überhaupt auf der Welt, nämlich der Corona-Krise. Wir haben im letzten Jahr einfach gesehen, dass staatliches Handeln nach meiner Auffassung oder unserer Auffassung zu sehr in Freiheitsrechte eingegriffen hat und überschießend gewesen ist, vor dem Hintergrund, dass einfach ein großes Sicherheitsbedürfnis offenbar wurde. Also das habe ich auch gut nachvollziehen können am Anfang und immer noch. Natürlich, dass ein Sicherheitsbedürfnis da ist. Wir haben eine Pandemie, das leugnet auch keiner von uns. Aber wir haben arge Bedenken, was das Maß angeht, mit dem Ganzen, mit dem umgegangen wird. Also da gibt es diverse Bereiche, die problematisch sind. Ich nehme mal die 4 wichtigsten, die mir jetzt spontan einfallen oder die ich auch an der Verfassungsbeschwerde, auf die wir nachher kurz noch kommen, geltend gemacht habe. Das ist erstens die Frage des Parlamentsvorbehalts, dass der nach unserer Auffassung und nach Auffassung von vielen anderen Juristen nicht beachtet wird. Vielleicht kurz zur Erläuterung. Der Parlamentsvorbehalt bezeichnet ja als Laie, korrigieren Sie mich, die Rechtsanforderung, dass die wesentlichen Eingriffe in Grundrechte vom Parlament, also von einer Mehrheit von gewählten Politikern entschieden und nicht von kleineren Gruppen wie der Regierung. Das trifft hoffentlich den Parlamentsvorbehalt. Genau, es geht darum um Wesentlichkeitsprinzipien. Das heißt, die Verfassung gibt uns die Möglichkeit oder gibt die Möglichkeit, in Grundrechte einzugreifen und auch überhaupt gestaltend tätig zu werden. Und das, was wirklich wichtig ist und essentiell, da sagt dieses Wesentlichkeitsprinzip und der daraus folgende Parlamentsvorbehalt, so wird er genannt, dass diese Sachen eben das Parlament machen muss. Also sowohl das Bundesparlament, also der Bundestag und der Bundesrat, wir haben ja ein Zweikammersystem, als auch auf Länderebene dann die Länderparlamente. Dann, kurz, das war der erste Gesichtspunkt. Der zweite Gesichtspunkt wäre dann die Frage dieser Bund-Länder-Konferenz, die vom Bundeskanzleramt maßgeblich mit beeinflusst wird. Die Telefonkonferenzen. Die Telefonkonferenzen, die teilweise auch tatsächlich im Real stattfinden, mit tatsächlichen Treffen, aber eben auch als Videokonferenz. Das ist ein Gremium, was im Grundgesetz nicht vorgesehen ist und daher eigentlich auch nicht so agieren dürfte, wie sie jetzt agieren. Es gibt die Möglichkeit natürlich der Abstimmung untereinander, aber nicht in der Art mit so einem massiven Einfluss, der vom Bundeskanzleramt ausgeht. Dass praktisch die Sachen
durchgepeitscht werden. Würden Sie an der Stelle eine Verletzung des Föderalismusprinzips sehen? Wir haben ja bewusst, diese Republik ist ja unterteilt in Machtzentren, einerseits in den Ländern, andererseits im Bund. Es gibt eine sehr konkrete Trennung der Aufgaben, die ja auch der Machttrennung dient. Ist an der Stelle auch fraglich, ob dieses Föderalismusprinzip durchbrochen wird, wenn also solche Gremien entstehen? Das habe ich in der Verfassungsbeschwerde so dargelegt, dass es wirklich eine Verletzung des Prinzips ist. Also eine klare Strukturabgrenzung zwischen Bund und Land, dass diejenigen, dass eben die Länder eigene Aufgaben haben, der Bund hat eigene Aufgaben. Das ist in den Artikeln 70 fortfolgende Grundgesetz ganz haarfein geregelt, wer was machen darf und wann der Bund Aufgaben an sich ziehen darf und wann nicht. Und dieses austarierte System ist verletzt. Das kann man einfach so sagen, wenn dort jetzt so von Bundesseite aus eingegriffen wird. Diese Mischaufgaben soll es eben auch gar nicht geben. Und das ist eben staatseigen, dass wir das Föderalismusprinzip so haben. Das hat auch gute Gründe. Das Dritte Reich ist da insbesondere entscheidend, dass eben eine Machtbegrenzung und eine Zuständigkeitsbegrenzung damit einhergeht. Ich will auch gar nicht jetzt so da vorgreifen. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt wäre natürlich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Und was dem Ganzen vorgeschaltet ist noch, ist die Frage der Sachverhaltsaufklärung. Worüber wir wirklich bestürzt sind, ist die Frage oder ist der Umstand, der von uns wahrgenommene Umstand vom Netzwerk kritische Richter und Staatsanwälte, wie jedenfalls nach außen hin sichtbar wird, wie die Sachverhaltsaufklärung vorgenommen wird. Also maßgeblich ist natürlich das RKI. Sie meinen die Sachverhaltsaufklärung durch die Entscheidenden, also die Klärung durch die Regierung der Frage, wie gefährlich ist dieses Virus, welche Maßnahmen sind inhaltlich angezeigt? Und also praktisch, welche Fakten liegen überhaupt vor? Und das ist nach unserer Auffassung recht einseitig, wie das ermittelt wird. Also das maßgeblich natürlich das RKI, das ist dazu berufen, das steht auch im Infektionsschutzgesetz so drin, in Paragraph 4, dass das die entscheidende Behörde ist, aber dann muss sie eben auch so agieren, um möglichst viel ihrer Amtsaufklärungspflicht nachzukommen in dem Bereich und sämtliche Gutachten nach Möglichkeit einholen und auch möglichst sämtliche Meinungen einholen und Schichten von Ebenen. Also wir können eben nicht nur das Medizinische abdecken und das virologisch-epidemiologische, sondern wir müssen natürlich auch beachten, was ist mit Folgekrankheiten, was ist mit psychischen Störungen von Menschen, was ist mit Kindern, die in die Schule gehen, die jetzt ein Jahr lang praktisch nicht beschult werden. Was hat das mit den Lebensjahren auf sich? Was ist mit Arbeitslosigkeit und Wirtschaft? Suizidrate steigt, häusliche Gewalt. Also das sind alles Sachen, die massiv zu Buche schlagen, die nach unserer Einschätzung viel zu wenig beachtet werden und nach außen hin wird nicht deutlich, dass das in einen Abwägungsprozess einfließt. Nun, ich würde mal ganz zurückkommen auf das Netzwerk. Sie haben jetzt schon viele Punkte genannt, die vermutlich auch in Ihrer Verfassungsbeschwerde sind, die vielleicht auch in anderen Verfassungsbeschwerden ja schon genannt wurden. Da stellt sich auch die Frage, wo sind die Urteile dazu? Sie sind jetzt darüber hinausgegangen mit der Netzwerkgründung. Man kann ja auch sagen, ein Richter hat das Privileg, seine Meinung ja in Urteilsform zu gießen. Das sagte ein mir bekannter Rechtsanwalt vor kurzer Zeit sehr treffend. Ich unterstelle, es hat Sie da etwas umgetrieben, Ihre Kollegen und Sie, dass Sie sagen, es muss darüber hinausgehen. Sie sagen also vermutlich, es reicht nicht, wenn wir entsprechend urteilen. Es gibt hier offensichtlich ein Mehr an Thema, was wir angehen müssen. Und das Netzwerk stellt auf seiner Homepage ja auch dar und sagt ganz klar, dass Sie meinen, korrigieren Sie mich bitte, dass hier langfristige Strukturänderungen am Blick sein müssen oder grundlegendere Probleme in der Justiz. Hat Sie da mehr getrieben als dieser konkrete Corona-Anlass? Man hat den Eindruck. Ja, also ich glaube, anhand von Corona ist jetzt etwas offensichtlich geworden, was schon seit längerem gärt oder überhaupt ein strukturelles Problem ist. Also erstmal Corona überhaupt. Wir haben alle gedacht, oder die meisten von uns haben gedacht, dass es sich relativ gut bald wieder einfangen wird. Ne? Dass dann das Staatssystem auch erstmal von dieser Angstphase in der Anfangszeit erstmal dann eine gewisse Nüchternheit entwickelt und eine vernünftige Sachverhaltsaufklärung macht, alle Meinungen hört, vernünftig abwägt. Aber das, was wir wahrnehmen, ist ein Schüren von Angst, kann man schon so sagen. Es ist ein Umschalten in den Panikmodus. Jedenfalls wird es nach außen hin, stellt sich so dar. Ob intern wirklich auch so ein Panikmodus vorliegt, das weiß ich nicht. Es kann gut sein, dass dem so ist, dass dort viele Politiker und auch die verantwortlich Handelnden auch wirklich sehr viel Angst haben und die Gefahr deutlich höher einschätzen, als sie tatsächlich ist. Oder als wir jedenfalls denken. Unabhängig davon ist es aber nicht förderlich, panisch zu sein. Also
Angst isst das Gehirn auf. Ne? Sobald man mit Adrenalin überschwemmt wird, kann man nicht mehr klar denken. Und ich glaube, das ist etwas, was oft geschehen ist in den letzten Jahren. Jetzt könnte man ja trotzdem sagen, und ich glaube, Sie sind Strafrichter, das heißt, und das am Landgericht, Sie haben die sogenannten schweren Fälle vor sich, Sie sind also tagtäglich mit Dingen konfrontiert, die man nicht unbedingt sehen möchte, in der Regel aber nicht mit Corona-Verordnung, wenn ich es recht verstehe, das gehört rechtlich in den Bereich der Verwaltungsgerichte. Trotzdem frage ich Sie, wenn es denn so eklatante Verstöße sind und wenn wir diese schweren Eingriffe sehen, würde man dann nicht mehr korrigierende Urteile der Verwaltungsgerichte auch erwarten? Es ist ja im Prinzip der Justiz nicht nur freigestellt, sondern aufgetragen, solche Dinge dann nötigenfalls sogar außer Kraft zu setzen. Wir erleben das als absolute Ausnahme. Kürzlich haben die Verwaltungsgerichte in Berlin bekannt gegeben, in einer Presseerklärung, dass der allergrößte Teil der Corona-Klagen, der Beschwerden gegen Frauen abgelehnt wurde. Die Pressemitteilung las sich etwas triumphierend. Man hat den Eindruck haben, dass das Gericht geradezu stolz berichtete, wir haben es abgelehnt. Würde man nicht mehr Urteile erwarten, die in die Richtung gehen? Also die Richter sind natürlich frei in ihrer Entscheidung. Das, so wie ich sage und wie wir sagen vom Netzwerk, dass wir das praktisch komplett für verfassungswidrig halten. Ne? Dass, also, wenn der Parlamentsvorbehalt nicht eingehalten wird, ist alles hinfällig. Dann handelt es sich letztlich um ein rechtliches Nullum. Und dann kommt es auch gar nicht mehr auf die Einzelfallabwägung an, was jetzt also beispielsweise, ob jetzt das vielleicht gar nicht bestimmt genug ist, die Weisung. Das Kontaktverbot zum Beispiel oder das Maskengebot. Maskengebot oder wie viele Leute ich treffen darf und sowas. Sondern dann würde bedeuten, dass alles komplett hinfällig ist. Also sämtliche Corona-Verordnungen aller Bundesländer von Anfang an. Das ist die Auffassung vom Netzwerk letztlich, das kann ich glaube ich schon so sagen, jedenfalls weit überwiegend, und das ist das Entscheidende. Natürlich kann man das anders bewerten. Ein Richter kann vieles mit seinen Worten auch darstellen, solange man aber nicht dezidiert Stellung beziehen muss und darstellen muss, dass es verfassungsgemäß ist, kann man sich eben dort auch noch relativ zurückhalten. Und das, was bislang passiert ist, sind häufig Verfahren gewesen, Entscheidungen gewesen, nur im Eilrechtsschutz. Also das heißt, im Eilrechtsschutz wird eben nicht komplett durchgeprüft. Ist die Ermächtigungsgrundlage hinreichend gegeben? Ist die grundrechtswirksam und so weiter? Sind die Maßnahmen geeignet, erforderlich und angemessen? Sondern es findet letztlich eine Abwägung statt, die fragt, was wäre, wenn wir das jetzt aufheben würden und die Sache wäre richtig? Oder was wäre, wenn wir es laufen lassen würden und die Sache wäre falsch? Also nur eine ganz grobe Prüfung sozusagen. Genau. Eine grobe Prüfung, und dann wird sozusagen eine Art Folgenabwägung durchgeführt und gesagt, okay, wenn das so ist, dann machen wir das lieber so. Entschuldigung, wenn Sie schon sagten, also man kann durchaus die Position vertreten, so verstehe ich Sie, dass die Verordnungen rechtswidrig sind aufgrund dieses verletzten Grundrechtes oder dieser Grundpflicht, dass das Parlament zu entscheiden hat. Das wäre doch dann ein grober Verstoß. Würde man dann nicht erwarten, als Laie würde ich das so sehen, dass das auch im sogenannten Eilrechtsschutz greift? Oder kann es das gar nicht? Also wir wundern uns auch sehr darüber. So viel kann ich dazu sagen. Die Kollegen bei den Verwaltungsgerichten müssen selbst für sich entscheiden, welche Entscheidung sie treffen. Und welche Auffassung, das ist deren richterliche Unabhängigkeit, und welche Auffassung sie dazu haben. Wenn man die bisherige Praxis und Dogmatik des Parlamentsvorbehalts anlegt an die Entscheidungen oder an die Maßnahmen, dann ist mir nicht begreiflich, wie man zu der Auffassung kommen kann, dass diese Anforderungen erfüllt sind. Aber wir stellen auch klar, wir betreiben auch hier keine Richterschelte, das gehört sich für die Politik nicht und für uns auch nicht, denn der Sachverhalt ist immer etwas anderes, keine Diagnose durch die Hose, sagen wir bei den Ärzten. Es macht wenig Sinn, das jetzt vom anderen Tisch, sondern es geht uns um das Grundsätzliche hier. Ja. Sie sagten, es ist die Entscheidung des Richters. Wie viel persönliche Erwägung ist da drin? Sie fällen Strafurteile. Das heißt, je nachdem, was ich anstelle, überlegen Sie in Ihrer Kammer, wie viele Jahre Sie mich strafen, wie viele Jahre Sie mich wegschließen. Ich stelle mir vor, dass ein Richter dort auch sitzt und sehr wohl über die Konsequenzen nachdenkt, dessen, was er dann tut. Dass er vermutlich nicht nur die starre Einhaltung des Gesetzes bedenkt, das tut er immer, das wird er machen. Wie viel Rücksicht ist da drin? Wie viel sind vielleicht auch diese Richter, die darüber urteilen, über diese Verordnung, Sie können auch spekulieren. Wie viel lastet das auf denen, sich zu überlegen, was sie politisch auslösen? Also
gerade was die Verwaltungsgerichte angeht, das hat natürlich für die Kollegen, die ja im öffentlichen Recht versiert sind. Ne? Also ich bin in der Tat Strafrichter, ich habe aber auch durchaus mich viel und intensiv mit öffentlichem Recht beschäftigt. Ich habe auch in einer Querschnittsmaterie promoviert, die sich auch mit öffentlichem Recht und Völkerrecht beschäftigt. Und das heißt, ich glaube, ich kann mir dort schon so eine gewisse Kompetenz zutrauen. Das habe ich auch mit der Beschwerde, glaube ich, dargelegt. Unabhängig davon ist es etwas anderes, wenn praktisch ein Gericht der öffentlichen, also der Verwaltungsgerichtsbarkeit jetzt sagt, wir halten das komplett für verfassungswidrig. Ne? Es gibt solche Ansätze. Es gab durchaus auch eine Entscheidung vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, die das angedeutet haben vor der Änderung des Infektionsschutzgesetzes, vor der Einführung von § 28a Infektionsschutzgesetz, wo die gesagt haben, das halten wir eigentlich nicht so richtig für richtig, so wie es jetzt gegenwärtig ist. Und dann kam die Änderung und dann haben sie, Anfang Dezember gesagt, jetzt reicht es uns. Dann kam, glaube ich, am 8. Dezember eine Entscheidung von denen und dann haben sie begründet, das wäre jetzt ungefähr ausreichend. Das steht im Widerspruch zu diversen Gutachten von Staatsrechtlern, die das anders bewertet haben. Konkret um das neue Infektionsschutzgesetz, genau, was ja gemacht wurde, um diese ganze Vielzahl von Corona-Verordnungen sozusagen nachträglich zu heilen und nachträglich verfassungskonform zu machen. Um überhaupt erstmal eine nach Auffassung des Bundesgesetzgebers verfassungskonforme Situation oder Konstellation herzustellen. Ich halte das nach wie vor und wir halten das nach wie vor nicht für ausreichend, weil diese 28a, der das eigentlich die zentrale Norm ist der Änderung. Das ist ja nicht so, dass es ein neues Gesetz wurde insgesamt, sondern es ist etwas eingeführt worden, eine Vorschrift, die diese Maßnahmen, die wir gegenwärtig sozusagen bei den Landes-Corona-Verordnungen haben, blankettartig runterschreibt. Von oben bis unten praktisch eine Tafel, das dürft ihr alles machen und das wird jetzt auch gemacht. Viel mehr ist da nicht drin. Da sind noch ein paar weitere kleinere Erwägungen, da geht es auch um die 50er-Grenzen und sowas, 100er und 35er-Grenzen, aber und dass es begründet werden muss, aber letztlich eine echte Abwägung findet sich dort nicht. Was auch nochmal eine Rechtsfrage ist, ich komme trotzdem mal darauf zurück, ich darf ja fragen und Sie entscheiden, wie Sie darauf antworten, dafür sind wir da. Ich stelle es mir trotzdem so vor, ich sitze dort als Richter und bin nicht frei von meiner politischen und meiner menschlichen Umgebung. Und wenn ich als Verwaltungsrichter nun eine solche Klage oder einen Antrag auf dem Tisch habe, dann entscheide ich ja indirekt, auch in gewisser Weise politisch. Korrigieren Sie mich. Ich entscheide jetzt darüber, ist in dieser und jener Straße die Maskenpflicht zulässig oder nicht. In Berlin haben wir scheinbar den Sonderfall, dass dann ein Urteil immer nur für die Person gilt, die diesen Antrag gestellt hat. Wir haben also jetzt in Berlin die Situation, mehrere Menschen haben ein Einzelurteil des Verwaltungsgerichtes, das für sie im Freien die Maskenpflicht nicht gilt. Alle anderen müssen das in der Straße tragen. Ich bin juristischer Laie, es erscheint mir unsinnig. Fragt man sich, ist das etwas, flüchten sich Richter auch da rein? Zieht man sich dann gerne zurück in die Sache, das war jetzt nur eine Spezialnummer, möchte man sich da nicht exponieren? Das kommt immer auf das Gericht an. Also das ist ganz üblich, also das ist nichts Ungewöhnliches, dass es also Gerichtsentscheidungen sind in aller Regel Einzelfallentscheidungen. Es ist immer ein Rechtsverhältnis zwischen Kläger und Beklagten, also bei Verwaltungsgerichten. Strafjustiz ist natürlich noch was ganz anderes oder was Besonderes oder auch die ordentliche Gerichtsbarkeit, da gibt es eben auch die Kläger und Beklagten und beim Verwaltungsgerichten gibt es eben auch noch Beteiligte. Das heißt, für die Beteiligten des Prozesses hat normalerweise das Wirkung. Es kann darüber hinaus Wirkung haben, wenn ganz grundsätzliche Fragen eine Rolle spielen. Also beispielsweise gibt es die Möglichkeit der sogenannten konkreten Normenkontrolle nach § 47 VWGO. Das heißt, man kann eine Corona-Verordnung direkt zur Vorlage bringen bei dem Oberverwaltungsgericht eines Bundeslandes. Vorausgesetzt, das jeweilige Bundesland eröffnet die Möglichkeit dazu. Also es gibt so eine Eröffnungsklausel. Also das Land kann sich entscheiden, ob es das zulassen möchte oder auch nicht. Okay. Also das ist auf Landesebene ist es möglich, dass das Land das zulässt. Das ist in Baurechtssachen ist das beispielsweise möglich. Also schon von Anfang an. Meine ich jedenfalls, dass es da keine spezielle Ermächtigung braucht. Und darüber hinaus ist es aber eine Entlastung letztlich auch der Gerichte, wenn das Land sagt, UVG, du darfst jetzt mal komplett über eine Verordnung entscheiden und dann hat die Entscheidung Allgemeingültigkeit für das Bundesland. Darf ich da fragen, macht das Sinn? Also die Justiz als dritte Gewalt ist doch nicht nur dafür da, mich als Bürger zu kontrollieren, sondern auch dazu da, die erste und die zweite Gewalt zu kontrollieren. Also die Justiz ist ein Gegengewicht zur Exekutive, zur Ausführenden, zur Regierung und zum Parlament. Und wenn dann aber diese anderen Mächte darüber entscheiden können, was die dritte Macht kann,
Okay, Sie wollten jetzt auch gar nicht so sehr auf den Einzelfall abstellen, sondern sich die Frage stellen, welche Rolle hat die Justiz letztlich bei uns im Staatsgebilde? Da muss ich ganz klar sagen, also das, was ihr vom Grundgesetz her zukommt, ist natürlich, wir haben die drei Gewalten. Wir haben Gesetzgebung, also Legislative, wir haben die Exekutive, also die ausführende Gewalt, die Gesetze ausführen, also Regierung, Polizisten und so weiter. Und wir haben die Judikative als rechtsprechende Gewalt. Und die sind erstmal, wir haben Gewaltenteilung, die sind also Gewaltentrennung, die sind getrennt erstmal voneinander. Es gibt aber auch Überschneidungen, die sind auch grundgesetzlich durchaus legitimiert und auch gewünscht, aber das darf nicht zu stark werden. Und was wichtig ist, und das ist entscheidend, es muss eine wirksame Kontrolle von der Legislative stattfinden. Das ist völlig klar. Und auch natürlich der Exekutive. Und die ist dann, das ist jetzt allgemein gesprochen, die ist natürlich dann nicht gewährt, wenn die Judikative eben auch nicht ab und zu mal den anderen beiden auf die Finger haut. Ne? Das ergibt sich von selber und diese Frage stellen wir uns jetzt auch. Wir würden auch sagen, es müsste eigentlich ständig knallen. Ne? Und ich weiß auch im Hintergrund, und auch nicht von Leuten, die nichts zu sagen hätten, sondern es rumort im Hintergrund. Also das auch auf ganz hohen Ebenen. Dass auch Richter in sehr hohen Positionen uns mitgeteilt haben, dass die Einstellung und die Stimmung im Gericht, in den Gerichten, deutlich kritischer und differenzierter sich darstellt, als es nach außen den Anschein hat. Also bis jetzt hat es noch nicht geknallt, aber das kann jederzeit passieren. Es ist ja auch kein Geheimnis. Wir haben in den Medien gesehen, Hans-Jürgen Papier, renommierter ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hat sich klar geäußert. Ich glaube, das war in der Schweizer NZZ auch, nicht in den deutschen Medien. Und dann ein absolutes Novum. Jetzt vor kurzem der Präsident, der amtierende Präsident. Herr Papier hat in der Welt gerade auch nochmal. In der Welt auch noch das fand ich so plakativ, aber das trifft es meines Erachtens, wie er meinte, die Menschen dieses Landes sind keine Untertanen. Also das ist ein Satz, den muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts diesen Satz einer überregionalen großen deutschen Tageszeitung sagt. Und er galt bisher nicht unbedingt als Querulant und er ist nicht aufgefallen. Gar nicht. Selbst der amtierende Präsident hat sich geäußert. Er hat ein zweiteiliges Statement abgegeben. Hat einerseits selbstverständlich festgestellt, wir leben in keiner Diktatur. Ich denke, das ist klar. Hat aber auch nachgefügt, und das aus dem Munde des obersten Richters, dass die Rechtsprechung nötigenfalls korrigiert und überwacht. Das liest sich doch wohl auch als Ansage, würde ich meinen. Also es scheint auf allen Ebenen auch sichtbar da was zu passieren. Sie haben selbst angesprochen, die Wirksamkeit setzt ja voraus, dass die Justiz auch Mittel und Wege hat, eine gewisse Unabhängigkeit hat. Jetzt besteht die Justiz aus Sicht des Laien im Wesentlichen aus Richtern und Staatsanwälten. Ich glaube, die Staatsanwälte gehören formal eigentlich nicht zur Judikative, sondern zur Ausführenden. Die sind ja Strafverfolgungsbehörde und sind so ein Zwischengebilde zwischen unabhängigen Richtern. Da ist es mit der Unabhängigkeit ja so eine Sache, zumindest bei Staatsanwälten. Wir kennen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2019. Da hat er festgestellt, dass Staatsanwälte keine unabhängige Justizbehörde im europäischen Sinne sind, weil sie politisch weisungsgebunden sind. Damit steht Deutschland in Europa relativ alleine da. Das heißt, es findet ganz legal politische Einflussnahme sehr wohl bei Staatsanwälten statt. Und darauf will ich hinaus, Staatsanwälte und Richter sind ja ähnlich qualifiziert, wenn nicht gleich. Sie selbst waren Staatsanwalt. Ich glaube, es ist auch üblich, dass Richter und Staatsanwälte diese Positionen wechseln. Fängt es da an, problematisch zu werden aus Ihrer Sicht? Sind die Staatsanwälte ausreichend unabhängig? Also, nein. Ganz klar, nein. Also das zeigt das Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Und das ist etwas, was natürlich in der Behörde auch die ganze Zeit mitschwingt. Ne? Also wir müssen, also von der Überlegung her, die Staatsanwaltschaft ist hat eine Sonderform. Also es geht um das sogenannte Anklageprinzip. Früher gab es ja die Hexenprozesse und so weiter. Da hat dann der Richter selber die Verfahren an sich gezogen und gesagt, ich möchte die Verfahren haben und ich urteile jetzt ab. So. Und man wollte trennen den Ankläger und den Richter. Das heißt, Sie als Richter können gar nicht anklagen, Sie dürfen anzeigen, aber der Staatsanwalt entscheidet, ob er es überhaupt wieder zur Anklage bringt. Daher im Strafprozess gilt auch, wo kein Kläger, da kein Richter. Das heißt, Akkusationsprinzip, die Staatsanwaltschaft muss etwas zur Anzeige bringen und das, was nicht zur Anklage bringt, das, was nicht angeklagt wird, wird auch nicht verurteilt. Es gibt ganz wenige Delikte, wo das nicht notwendig ist, wo man bei Beleidigung beispielsweise selber klagen kann. Aber das sind die Delikte, die kaum noch Relevanz haben und wo es eben nicht um sogenannte Offizialdelikte geht.
Hier ist es so, das heißt, rein formal gesehen könnte man sich vorstellen, dass das Justizministerium eines Bundeslandes komplett die Anklage gegen eine Person verhindert, die ihr wichtig ist. Das ist denkbar. Und damit auch jede Verurteilung. Oder auch umgekehrt. Also wir haben in Berlin beispielsweise die Situation, dass bekanntermaßen die Polizei, also Landeskriminalamt, eine eigene Abteilung eingerichtet hat für die Verfolgung und die Untersuchung von Ärzten oder Gegenärzten, auf Weisung auch der Politik. Auch sowas ist denkbar. Ja, auch sowas ist denkbar, dass dann gesagt wird, schaut doch mal genauer dorthin und verfolgt die mal besonders. Und natürlich bei begrenzten Ressourcen in der Justiz, wenn man sagt, okay, der Fokus geht jetzt dahin, dann ist klar, dass die anderen Bereiche wie Drogen, Gewaltdelikte und sowas dann weniger verfolgt werden. Das gilt für Richter nicht, das halten wir auch klar fest. Als Richter sind sie frei von diesen Weisungen, aber da sie ja als Richter und Staatsanwälte diese verschiedenen Posten durchlaufen, ist damit ja schon mal so ein bisschen der Grundstein, könnte man sagen, durchaus gelegt. Das ist eine gewisse Form von Normalität. Nun, spätestens bei der Personalsituation, sagt nun der Deutsche Richterbund, gibt es da aber auch Probleme mit dem Eingriffen der Politik, wenn ich es recht verstehe. Also zumindest hat der Richterbund sich vor kurzem beschwert und ich glaube, es geht um eine Auseinandersetzung in der Besetzung höchster Richterposten. Da wurde kritisiert, dass die Politik jetzt Einfluss nimmt, indem sie gewisse Qualifikationskriterien zurückfährt, auf die man sich geeinigt hat. Könnte man auch als Einflussnahme der Politik sehen, als sehr direkte. Ja, wenngleich in dieser Konstellation muss man, also das ist ein ganz zentrales Problem. Wie wird überhaupt die dritte Gewalt besetzt? Also wenn wir jetzt das Abstrahieren ein bisschen zurückgehen, dann stellt sich die Frage, wie werden die 3 Staatsgewalten besetzt? Das Parlament, also das Grundgesetz sagt, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Und das heißt, alle diejenigen, die Staatsgewalt ausüben, müssen die Legitimationskette bis zum Volk zurückverfolgbar. Also von einer Wahl letztlich. Von einer Wahl praktisch. Wie das weiter gestaltet ist, das ist dann einfach gesetzlich. Das ist nicht im Grundgesetz nur teilweise geregelt. Und hauptsächlich ist es so, dass das Volk natürlich das Parlament wählt. Also da gehen wir alle 4 Jahre hin, also im Bund und im Land und so weiter. Und natürlich auch auf kommunaler Ebene. Wir wählen aber in aller Regel, wählen wir auch wirklich nicht, wählen wir wirklich nur praktisch die Legislative. Und von da aus geht die Legitimationskette weiter. Die Legislative oder die Parlamentarier beispielsweise wählen dann die Regierung, die setzen dann wiederum andere ein. Und jetzt dann die Frage, was ist eigentlich dann mit denjenigen, die über die Gesetze entscheiden, die die Legislative gemacht hat? Die stammen auch wiederum von denen ab, die praktisch, die Richter, genau. Und die sollen jetzt über die Sachen entscheiden, die die Legislative gemacht hat, werden aber von denen letztlich ernannt. Und das ist das Problem. Das Brot ich esse, das Lied ich singe, könnte man sagen. Das ist im normalen Alltag also bei uns nicht so das große Problem, nicht so relevant. Aber wenn man auf die Bundesebene schaut, dann ist sehr wohl sichtbar, dass die Auswahl politisch erfolgt. Nehmen wir als Beispiel einfach nur Herrn Peter Müller, Ex-Ministerpräsident des Saarlandes, jetzt Verfassungsrichter, soweit ich weiß, ohne jede Berufskenntnis im Vorfeld, was Richterschaft angeht. Er ist natürlich Jurist, aber der hat, sagen wir, der durchschnittliche Verfassungsrichter hat sich Jahrzehnte hinaufgearbeitet. Herr Müller kam über den Ministerpräsidentenposten dazu. Ist nicht ganz richtig. Ich meine, er war 4 Jahre Richter am Amtsgericht und Landgericht auch mal kurz. Verzeihen, 4 Jahre doch. Er hat auch ein sehr gutes Examen gemacht. Also er ist bestimmt befähigt, aber es ist ungewöhnlich, dass so jemand dann, also darauf er wird zu Anfang, nehme ich an, bestimmt kein besonders guter Richter gewesen sein. Also das mag ich jetzt bezweifeln, weil ich glaube, das braucht eine gewisse Zeit, bis man gut ist in einem Job und 4 Jahre reichen dafür nicht aus. Und wir gehen davon aus, dass man als Verfassungsrichter doch gewisse Wirkung entfaltet mit seinen Entscheidungen. Also spätestens da wird es ja interessant. Wir erleben ja, wenn es um die USA geht, einen riesigen politischen Kampf um die Besetzung des Supreme Court. Wir erinnern uns, nicht? Trump hat mehrfach bekannt gegeben, oder das heißt ja auch, die mächtigste Wirkung entfaltet der Präsident über die Besetzung des Supreme Courts. Bei uns ist es diskreter, so, man kriegt das kaum mit. Die Verfassungsrichterposten werden nach Parteienproports vergeben, so viel weiß man. Aber auf der Ebene
daneben oder darunter wird es schon undurchsichtiger. Fast auf gleicher Höhe steht der Bundesgerichtshof nach meiner Kenntnis, also das ordentliche Gericht, das höchste. Wie sieht es da aus? Als wenn Sie Amtsrichter werden, bewerben Sie sich und werden vom Gerichtspräsidenten vermutlich eingestellt. Wo fängt es an, politisch sortiert zu werden? Wo hat die Politik Einfluss? Ist das erst auf Bundesebene der Fall? Ist das auf Landebene schon der Fall? Also den massivsten Einfluss gibt es natürlich auf Bundesebene. Also da gibt es schon vom Grundgesetz auch so vorgegeben. Insofern kann man sagen, es ist grundgesetzkonform. Aber muss ja nicht gut sein, die Frage ist, ob es gut ist und ob es der Frage der Gewaltenteilung sozusagen entspricht. Und auch die konkrete Umsetzung ist ja entscheidend. Ne? Also es gibt nach Grundgesetz, ich glaube 94, 95 Grundgesetz, gibt es eben die Richterwahlausschüsse, die eingerichtet werden müssen, sowohl für die normalen Bundesgerichte als auch für das Bundesverfassungsgericht. Die existieren am Parlament? Verzeihung, beim Bundesverfassungsgericht ist es ein eigenes Vorgehen. Dort wird halt eben durch Bundestag und Bundesrat gewählt. Bei den Obergerichten ansonsten durch den Richterwahlausschuss. Und der sitzt im Parlament, der Richterwahlausschuss? Und der wird konstruiert einmal durch die Länder. Jedes Land stellt sozusagen einen Wahlmann. Jedes Bundesland, das sind 16 Stück, und die andere Hälfte wird vom Bundestag gestellt. Das heißt, 32 Wahlmänner wählen die dann. Intern ist es dann aber so, dass es relativ klar nach Parteienproporz erfolgt. Das ist ein offenes Geheimnis. Wird öfter wieder mal darüber berichtet, auch beispielsweise 2018, als dann der BGH aufgestockt wurde. Ich glaube, 12 Richter oder 16 Richter sind da gekommen, als Leipzig einen weiteren Strafsenat bekommen hat. Da gab es dann das große Postengeschachere, und dort wurde dann verteilt, und dann wird intern gefragt, okay, jede Partei oder jede Fraktion kann dann was vergeben, und dann wird besetzt entsprechend des Proporzes, und das heißt nicht, dass die Leute schlecht sind. Also das sind alles befähigte Menschen, keine Frage, aber diejenigen, die nicht unbedingt auf dem Zettel einer Partei stehen, kommen in der Regel nicht zum Zug. Für mich als Laie folgt aber daraus auch, wenn jetzt ein Oberverwaltungsgericht als zuständige Kontrollinstanz der dritten Gewalt über die Maßnahmen von Regierung und Legislative entscheiden muss und sich die Richterschaft zusammensetzt aus Entsandten von eben diesen Gremien, kontrollieren sich doch hier die Handelnden selbst. Ja. Über den Umweg des Gerichts. Wenn man das kritisch sieht, könnte man das so formulieren. Verstehe. Mittelbar jedenfalls. Was tun wir dann? Also wir haben ja bewusst nun wahrscheinlich keine Richterwahl in Deutschland, die also direkt vom Volke ausgeht. Wir könnten theoretisch die Richter auch wählen in alle 4 Jahre. Was wäre der Ansatz? Hat das Netzwerk Vorschläge oder Ideen dazu, was man konkret tun kann, um das zu verbessern? Also das ist auch nichts Neues. Das ist auch was ich glaube, schon 1953 die erste Forderung danach schon war, die Unabhängigkeit der Justiz zu stärken. Beim 40. Deutschen Juristentag, meine ich, ist das schon gewesen. Über die Jahre hinweg immer wieder ein Problem, wird immer wieder mal hochgekocht, auch in den 2000ern war es nochmal ein Problem, und auch der Deutsche Richterbund, mit nach eigener Aussage irgendwie 17.000 Mitgliedern. Bei insgesamt haben wir ja so 25.000, 26.000, glaube ich, Richter und Staatsanwälte insgesamt in Deutschland. Das ist schon eine ganze Menge. Reicht trotzdem noch nicht. Fordert das, ne? Also hat das sich groß auf die Fahnen geschrieben, ist auch richtig so. Also die Selbstverwaltung zu stärken, das ist ein großes Problem. Wie werden die überhaupt erstmal benannt? Dann ist diese Möglichkeit eben da, also bei den Obergerichten, das fällt personenmäßig noch nicht so ins Gewicht, aber wenn wir dann auf die Untergerichte schauen, dann ist es eben schon so, dass es in der Regel läuft die Einstellung über die Justizministerien der Länder. Die Länder sind ja die Organe, wo die meisten Richter eingestellt werden. Das sind ja nur die wenigsten. Ich glaube, der Bund hat etwa 500 Richter bloß ungefähr in der Größenordnung. Die Länder haben dann noch die Generalstaatsanwaltschaft, der Generalbundesanwalt hat natürlich auch nochmal ordentlich Personal, aber die Hauptmasse, also die Masse an Richtern und Staatsanwälten ist wahrscheinlich etwa so mit um die 25.000 bei den Ländern insgesamt. Und da läuft es so, dass erstmal die Hoheit dort grundsätzlich beim Justizministerium liegt. Die werden oft auf die Oberlandesgerichte übertragen, um dort praktisch so eine gewisse Selbstverwaltung eben auch zu gewähren, und außerdem sind die näher dran. Aber Sie könnten sie sich auch zurückholen? Sie könnten sie sich auch zurückholen. Die haben eine Möglichkeit der Einflussnahme, das ist ganz klar, und das ist auch ein bisschen unterschiedlich, je nach Gerichtsbarkeit. Das diskutieren wir bei uns auch im Netzwerk. Wir haben auch diverse Verwaltungsrichter bei uns und Sozialrichter. Beispielsweise ist bekannt, in Bayern durchlaufen die Richter
ob es jetzt noch so ist, weiß ich nicht. Die Person, die das damals so durchlaufen hat, die erstmal auch eine normale Verwaltungskarriere, so, ne? Die werden dann eingesetzt und wissen gar nicht so richtig, ob sie dann mal irgendwann Richter werden oder nicht. Und das heißt, man hat erstmal die Schule. Und Baden-Württemberg ist es, meine ich, auch so. Und wenn man dann so den Stallgeruch sozusagen hat und dann darf man das heißt nicht, dass es immer so ist, ne? Aber es gibt jedenfalls Möglichkeiten der Einflussnahme. Hand aufs Herz, hätten wir eine unabhängigere Richterschaft im Verwaltungsgericht, und hier kann nur der Privatmannsleiter antworten, Sie sind kein Verwaltungsrichter, aber hätten wir mit Ihrer Kenntnis der Materie eine unabhängige Richterschaft, hätten wir andere Urteile zu den Corona-Verordnungen erwarten können? Mehr Kontrolle? Da will ich mich ehrlich gesagt nicht so richtig zu äußern. Ich persönlich hätte andere Entscheidungen erwartet bislang. Man kann das auch so, also es geht ja so ein bisschen in der Justiz der Grundsatz überhaupt, wenn man handelt, derjenige, der erstmal in einer Krisensituation handelt und versucht, irgendetwas zu bewältigen, dem wird erstmal die Möglichkeit gegeben dazu. Dann pfuscht man nicht ins Handwerk. Also wenn jemand gerade in einer Unfallsituation oder schwierigen Fahrsituation, dann sollte man dem Fahrer nicht ins Lenkrad greifen. Ne? Das macht er erstmal und dann vertraut man darauf. Aber wir haben es hier so, dass die Strecke, die gefahren wird, wahrscheinlich schon einmal durch ganz Deutschland gewesen ist. Ich hätte jetzt gesagt, halt mal an und wir wechseln mal das Chassis oder sowas. Ne? Das wundert uns eben auch, dass das nicht passiert. Die Gründe dafür mögen so sein, dass nicht ganz, also dass man zu lange zuwarten möchte und sagt, die werden das schon noch richten. Ne? Die haben erstmal eine Möglichkeit, also der Gesetzgeber hat die Möglichkeit, da noch nachzusteuern und das wird schon irgendwann kommen. Aber wir haben jetzt letztlich etwa ein Jahr ist vergangen und es ist nicht so viel passiert, wie man eigentlich hätte erwarten können. Und jetzt wäre eigentlich die Zeit langsam reif, um zu sagen, jetzt müssen wir gegensteuern. Also das ist längst unsere Auffassung oder von Anfang an eigentlich die Auffassung gewesen. Und da ist es wirklich fraglich, warum jetzt praktisch nicht langsam die Entscheidung kommen. Also was klar ist, wenn jetzt ein Verwaltungsgericht das machen würde das wirklich einen großen Impact haben. Das würde einen Aufschrei bewirken, wenn die sagen, so ist es nicht. Und bei dem Richterkollegen in Weimar beispielsweise, der das Bußgeldverfahren gemacht hat, ne, der gesagt hat, komplett verfassungswidrig, Parlamentsvorbehalt missachtet und weitere Sachen auch, das hat ja einen großen Aufschrei gegeben. Es war insofern nicht von der großen Relevanz, weil es eben im Strafbereich war und dort eine andere Abwehr auch stattfinden kann. Es ging, glaube ich, darum, dass ein Bußgeld gegen einen Menschen verhängt wurde. Das Gericht hat dann diesen Bußgeldbescheid kassiert und hat gesagt, nein, der ganze Verordnung ist verfassungswidrig, deswegen kann das nicht angewandt werden. So ist es. Und hier ist es auch so, man kann das Strafverfahren auch anders handeln als ein Verwaltungsverfahren. Man kann nämlich einfach einstellen. Also es ist die Möglichkeit, also das ist auch kein Strafverfahren, Entschuldigung, das ist ein Bußgeldverfahren und das ist natürlich qualitativ was anderes, aber die Art und Weise des Verhandelns ist identisch. Ich interpretiere jetzt wieder was in Sie rein. Also Sie dürfen sich ja auch wehren, Sie können sich auch wehren. Ja. Ich bin also Strafrichter und weiß ja, ich weise nun diesen Bußgeldbescheid zurück. Alles, was passiert, ist vielleicht ein bisschen Aufregung. Es geht ja nur um diesen einen Fall. Ich bin nun Verwaltungsrichter, Oberverwaltungsrichter und weiß, wenn ich die Verordnung in Gänze für ungültig erkläre, dann raschelt es im Gebüsch. Dann heißt ja die Politik, weiß ja dann, dass sie falsch gearbeitet hat. Ich glaube, Herr Kretschmer als Ministerpräsident in Baden-Württemberg hat vor kurzem wörtlich gesagt, wir müssen uns ja dann auch immer herumschlagen mit den Verwaltungsgerichten. Ich würde sagen, da schwingt nicht viel Respekt mit als Vertreter dieser ersten Gewalt mit einem der dritten. Ich verstehe Sie schon so. Es braucht auch richterlichen Mut in dieser exponierten Position, sich dann gegen diese politische Erwartungshaltung zu behaupten. Ganz klar. Also wer was anderes sagt, der lügt sich, glaube ich, in die Tasche. Also wenn jemand so präsent dann nach außen tritt und sagt, das ist jetzt so und das ist eben nicht ein Gericht wie das Bundesverfassungsgericht, die das ja regelmäßig tun, ne? Dann muss man... die sind auch, Entschuldigung, auf Lebenszeit gewählt, wenn ich es recht verstehe. Sobald die einmal drin sind, das Bundesverfassungsgericht? 12 Jahre. 12 Jahre, dann ist Schluss. Aber mit 12 Jahren haben Sie den Posten sicher. Genau, es gibt eine Periode, 12 Jahre, danach ist keine Wiederwahl zulässig. Was im Übrigen auch sinnvoll wäre für die Politik, finde ich.
Interessanter Punkt, definitiv, und kommen wir gerne zu. Aber ich würde noch nachsagen, vielleicht für die juristischen Laien, wer denn erstmal dort angekommen ist im Bundesverfassungsgericht, hat mit 12 Jahren vermutlich auch eine gewisse Sicherheit und eine finanzielle Versorgung. Man muss 40 Jahre alt sein, das heißt, dann ist er 52, das Salär ist ganz ordentlich, also das ist wie ein Bundestagsabgeordneter. Gut. Von der Befähigung, finde ich, machen die Jungs mehr als ein Bundestagsabgeordneter. Die machen auch viel, also die arbeiten auch viel. Das ist also, tauschen möchte ich nicht mit denen. Also, wobei ich auch nicht wenig arbeite, aber die Verantwortung und das in der Öffentlichkeit, das ist schon wirklich was wert. Sie haben dann aber auch faktische Unabhängigkeit, das heißt, Sie sind wirtschaftlich versorgt, Sie sind dort nicht weiter steuerbar durch die Politik und Sie können dann frei handeln. Und man würde sich ja Ähnliches auch für alle anderen Richter wünschen, dass nicht das Gehalt sowieso, es sei ihnen gegönnt, aber dieses Maß an Unabhängigkeit, was denn dann einmal da ist. Also das möchte ich so nicht sagen. Also das kann ich auch wirklich so sagen für meine eigene Tätigkeit. Also in der konkreten Entscheidung wird wirklich versucht, die Unabhängigkeit hochzuhalten. Also es ist nicht so, dass mir irgendwann einer mal reinreden würde und sagt, du musst das jetzt so entscheiden, oder an mich herangetreten wäre und sagt, also es wäre eigentlich ganz nett, wenn. Das passiert nicht. Also das habe ich auch noch nie groß zugetragen bekommen. Es ist eher, glaube ich, ein Gruppendruck, der entsteht, ein gewisser vorauseilender Gehorsam, konform sich zu verhalten, ein Stück weit. Ne? Und wenn jetzt ein Verwaltungsrichter sagen würde, das ist jetzt auch meine Meinung, und der kommt damit raus und sagt, das ist alles nur nichtig, das wäre wirklich heftig. Und das Entscheidende ist auch, es ist viel einfacher, und das ist, glaube ich, auch das Selbstverständnis der Richter. Also das so glaube ich, viele meiner Kollegen wahrzunehmen. Wir sind erstmal Rechtsanwender. Das, was uns vorgesetzt wird, das wird auch als erstmal wirksam betrachtet. Und das hat erstmal die Vermutung der Richtigkeit und auch der Grundgesetzrichtigkeit. Alles andere muss erstmal ganz dick belegt werden. Dann müsste ich wirklich viel ausholen und sagen, warum ich diese Norm jetzt nicht für verfassungsgemäß halte und nicht für anwendbar. Im Übrigen, das ist ja auch, das wissen auch, glaube ich, eine ganze Menge von Kollegen nicht. Da will ich Ihnen auch nicht zu nahe treten, aber das ist jetzt vielleicht auch gerade bei den Corona-Verordnungen bewusst geworden. Die Anwendung der Corona-Verordnungen, wenn man die für verfassungswidrig hält, dann braucht es keine Vorlage zum Bundesverfassungsgericht, sondern es ist zwar ein Gesetz, aber nur ein materielles Gesetz. Es ist nicht formell, nicht vom Parlament erlassen. Das heißt, es ist keine Vorlagepflicht und auch gar keine Vorlagemöglichkeit, sondern ich darf das Gesetz nicht anwenden. Ich darf die Verordnung nicht anwenden, weil sie nicht existiert. So wie es in Weimar geschehen ist, genau. Und glaube ich auch im Die Verordnung Reutlingen existiert einfach nicht. Ja. Es ist ein rechtliches Null. Ja. Und das ist vielen, glaube ich, gar nicht klar. Es braucht natürlich aber einen Begründungsaufwand, dagegen anzuschreiben, wenn von überall gerufen wird, guck doch aber mal, das ist die Corona-Verordnung und sowas. Und das haben Sie ja nun auch getan. Sie selbst sind auch Kläger. Als Richter sind Sie, also als Privatmann sind Sie als Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht und haben auf ich glaube, über 190 Seiten auch Verfassungsbeschwerde. Ich vermute, es ist eine Art Gesamtwerk. Also Sie fassen alles zusammen dort. Es sind über 80 Grundrechte, glaube ich, betroffen, die Sie... Über 80% der Grundrechte. Ja. Wir haben also Grundrechte, ich müsste es mal durchzählen, wie viel wir haben. Also die sind in den Artikeln, Sie haben ja auch den Verein gegründet. 1 bis 19. Wir beschränken uns auf die Freiheitsrechte. Nee, es gibt ja diverse Rechte und es sind nicht alles Freiheitsrechte. Es gibt ja auch Gleichheitsrechte und Teilhaberechte. Aber im Kern oder der meines Erachtens wichtigste Kategorie sind erstmal Freiheitsrechte zur Absicherung der persönlichen Freiheit. Und die sind eben in den Artikeln 1 bis 19 auch festgeschrieben. Dann gibt es noch Petitionsrecht und Asyl und dann gibt es noch ein paar andere Rechte, die in der Verfassung verstreut sind, wie Justizgrundrechte, Gewährrechte, dann in den 101ern und so. Aber der Kern ist vorne und ich habe das mal durchgezählt. Ich glaube, es sind 83% aller Grundrechte betroffen. Nach meiner Auffassung, das würden wahrscheinlich erstmal auch die meisten sagen, ja, die sind tangiert. Die Frage ist, ob sie verletzt sind. Verletzt ist dann ein Grundrecht dann, wenn die Betroffenheit nicht zu rechtfertigen ist. Verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen. Und davon ist auszugehen, wenn man sagt, der Parlamentsvorbehalt ist missachtet.
Jetzt weiß ich gar nicht, ich hatte gerade einen Bogen, aber jetzt bin ich von abgekommen. Okay. Ich stelle mir vor, wenn ein Richter eine Klage einreicht, dann ist er ja gleichzeitig auch die empfangende Stelle. Er weiß ja, wie sich so etwas liest. Man wird sich vermutlich in seine Kollegen und Kolleginnen hineinversetzen. Was macht Ihre Verfassungsbeschwerde jetzt nun anders als die Vielzahl der anderen? Ich glaube, es sind viele hundert Anträge, die am Bundesverfassungsgericht ankamen. Die geringste Zahl wird überhaupt angenommen. Ich glaube, die große Hürde am Verfassungsgericht ist, überhaupt angenommen zu werden. Ja. Und dann gibt es die nächste Hürde der Frage, wann entschieden wird. Das heißt, die müssen schon Eilbedürftigkeit anbringen. Das haben Sie, glaube ich, bewusst nicht getan. Ich glaube, Sie haben keinen Eilantrag gestellt. Ja. Und dann wird, selbst wenn es angenommen wird, nach vielen Jahren entschieden. Können Sie darüber reden? Was ist da die Strategie? Wie geht man es nun an? Wie macht man es den Richtern leicht? Am besten mundgerecht, häppchengerecht vorbereiten. Ne? Also, wobei die haben alle ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter, die sie sich selber aussuchen können. Dort wird viel beraten. Das sind gute Leute. Da muss man von ausgehen. Die haben aber eben auch viel zu tun. Und denen ist auch bewusst, dass natürlich ihre Entscheidungen immer politischen Charakter haben bei sowas. Also gerade was jetzt das angeht, es hat politischen Charakter. Und für mich war klar, ich sehe die Sachverhaltsaufklärung wahnsinnig kritisch. Und wir alle bei Christa sehen die Sachverhaltsaufklärung wahnsinnig kritisch. Und nicht pluralistisch, nicht wie es eigentlich richtig wäre. Also es wird dem Anspruch, den wir beispielsweise in einem Gerichtsverfahren an die Sachverhaltsaufklärung hätten, wird es bei weitem nicht gerecht. Also weil es wird ganz einseitig geguckt, was los ist. Es werden nur ein paar Sachverständige einberufen, die die Palette nicht abdecken, überhaupt an den Themenbereich nicht abdecken und innerhalb des einzelnen Themas, beispielsweise Epidemiologie, wird auch nur eine kleine Gruppe geholt, von der man irgendwie denken kann, wir wissen doch sowieso schon, was die sagen werden. Zwei Namen sind über den Ein, zwei Namen sind bekannt, ja. Und diejenigen, die sich mal kritisch geäußert haben, beispielsweise wie Herr Streeck, ich finde das großartig, was er gemacht hat. Der wird irgendwie nicht mehr so richtig gehört. Ich weiß, man kann nur mutmaßen, warum. Also das ist etwas, was ein großes Problem meines Erachtens ist. Und das haben Sie dann zusammengefasst in Ihrer Beschwerde. Genau. Haben Sie sozusagen das nachgearbeitet, um vorzuführen, wo hier es ist aber natürlich auch, es ist ja so viel passiert und es ist so viel veröffentlicht worden. Ich habe auch nur versucht, die Sachen zusammenzutragen und in ein Gerüst zu bringen, was praktisch eine verfassungsrechtliche Vorlage ermöglicht. Und ich habe auch diverse Gutachten zitiert von Staatsrechtlern, also von Frau Klafki, von Frau Kiesling, dann... Das sind beides zwei Juristinnen, die vom Bundestag, glaube ich, angehört worden jetzt im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes. Vom Gesundheitsausschuss des Bundestages, genau. Dann gab es ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages aus April, was auch gesagt hat, verfassungswidrig. Ne? Und ging einfach so weiter. Es gibt noch weitere Wissenschaftler, die das so gedacht haben. Und das habe ich zusammengetragen, habe ich teils im Wortlaut zitiert. Das ist auch ein erheblicher Teil der Beschwerde. Das heißt, die 190 Seiten erklären sich auch zu einem erheblichen Teil aus anderen Gutachten, die ich dann aber nicht anhängen wollte, sondern ich wollte das Gericht auch wirklich dazu bringen, lest das. Und ich weiß auch selber aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich eine Anlage hinten habe, dann gucke ich mir die zwar an, aber ich lese sie nicht so deutlich und eindringlich, wie wenn es wirklich abgedruckt eingerückt ist. Und deswegen habe ich das auch getan. Und dann sind natürlich diverse andere Erwägungen noch drin, auch weitreichende, die ich selbst gemacht habe, wo ich selbst versucht habe, das in die Struktur der Grundrechtsprüfung einzubinden. Angenommen, dieser Antrag wird angenommen, wann kann man bestenfalls ein Urteil erwarten? Sowas kann dauern, sowas kann Jahre dauern. Ja, also das ist natürlich das Problem. Und ich habe mir gedacht, was machst du jetzt dort damit? Also Eilantrag war natürlich die Überlegung auch, aber da dort eben diese Folgenabwägung stattfindet, ne? Und gar nicht so tief in die Prüfung eingestiegen wird und sich gezeigt hat in den Monaten des Sommers und im Herbst auch schon, dass dann eigentlich immer gesagt wird, Gesundheitsschutz und Leben ist wichtiger als alles andere. In der Abwägung ist nicht ersichtlich, dass jetzt irgendwas besonders verletzt wäre, also weisen wir das ab. Ne? Deswegen habe ich den Eilantrag nicht gestellt, sondern gesagt, ich möchte, dass ihr Sachverhaltsaufklärung betreibt. Und dann eigentlich müsste das BFFG, wenn sie die Entscheidung annehmen, wovon ich eigentlich ausgehe, wenn man die bisherigen Maßstäbe anlegt, müsste darüber entscheiden und dann aber auch Sachverhaltsaufklärung betreiben. Und das ist das Entscheidende. Dann darf man eben nicht nur das RKI bemühen, sondern muss eben auch andere Wissenschaftler hören. Man muss sich ja mal vorstellen, das RKI ist ja die Behörde, die bewirkt hat,
dass diese Gesetze zustande gekommen sind. Wenn jetzt das RKI als diese Behörde auch wesentlich die Gutachter stellt, um die Gesetze zu überprüfen, dann weiß man, wie die Entscheidung ausfällt. Und das RKI ist eine nachgeordnete Behörde des Bundesgesundheitsministeriums. Das heißt, Herr Spahn ist der Chef von Herrn Wieler und wird ihm im Zweifelsfall Informationen geben, was zu verlesen ist. Im Strafrecht das ist doch kein Skandal, sondern das ist so gesetzlich so eingerichtet. Richtig, genau. So, ja. Und im Strafprozess ist es so, dass diejenigen, die praktisch die Ausgangslage begutachten, also jetzt beispielsweise Schuldunfähigkeitsgutachten, dass diejenigen bei der Frage, dürfen die Gefangenen, sind sie noch gefährlich, dürfen die wieder raus, dann dürfen sie nicht mehr gehört werden. Da muss ein anderer Gutachter drauf, aus dem Grund, weil natürlich derjenige, der schon mal für sich gesagt hat, der ist gefährlich, der muss rein, hier bei uns, das Virus ist gefährlich und es ist ganz schlimm, dass der nicht nochmal die gleiche Aussage trifft, weil dann klar ist, was hinterher rauskommt. Damit kommen wir auch fast schon so zum letzten Teil und die Zeit rennt uns auch davon, so spannend wie es ist. Ja. Wenn also dann in Jahren, in einer fernen Zukunft, das Bundesverfassungsgericht mal entschieden hat, vielleicht auch aufgrund ihrer Beschwerde, dass Fehler gemacht wurden. Wir befinden uns ja jetzt immer noch in der Vorstufe davon. Die Politik macht keine Fehler, so wir wissen. Frau Merkel baut jetzt Brücken, sagt sie. Sie weiß nicht wohin, sie weiß auch nicht von wo, sagt sie, und sie weiß nicht, wie alles endet. Wenn wir aber in Jahren dann mal offiziell festgestellt haben, jawohl, es wurden Fehler gemacht, was können wir tun, speziell aus Sicht der Justiz, um das zu wiederholen, also das nicht zu wiederholen? Was können wir tun, um Vorkehrungen zu treffen? Was können wir konkret machen, um eine unabhängigere Justiz herzustellen? Oder vielleicht auch ein unabhängiges Parlament? Denn nach meiner Wahrnehmung zumindest haben wir auch von der Legislative sehr wenig gehört. Ja, gibt es konkrete Vorstellungen, die Sie haben als Jurist, um zu sagen, da könnten wir ansetzen, um Ähnliches zu verhindern? Also, um das nochmal, ich will noch eine Frage kurz aufgreifen, auch wenn die Zeit etwas drängt. Von Anfang an, weil ich ein bisschen rübergegangen bin. Zeit, ja. Also diese ganzen Sachen, die Sie jetzt angesprochen haben, das kumuliert ja jetzt praktisch in einer nach unserer Auffassung desaströsen Politik, was Corona angeht. Und das ist etwas, weshalb wir bei Christa, beim Netzwerk eben zusammengefunden haben. Wir wollen erstmal die Corona-Pandemie gut lösen, Vorschläge machen, wie man das vielleicht besser machen könnte und vor allen Dingen auch verfassungsrechtlich solide und richtig und verfassungskonform lösen und auch eine Diskussion herstellen, auch bei den Gerichten, Staatsanwalten. Was heißt das konkret dann verfassungsrechtlich konform? Wie garantieren wir, dass in richtiger Weise abgewogen wird? Kann man das wir weisen darauf hin, dass es eben nicht nur 1, 2 Grundrechte gibt, die es abzuwägen gilt, wie Leben und Freiheit, sondern es gibt auch diverse andere Grundrechte, die es abzuwägen gilt. Also auch die Menschen in den Altersheimen, die dann alleine sterben müssen. Und die darüber entscheiden, die wollen häufig dann das durchaus in Kauf nehmen, dass sie jetzt gegebenenfalls eventuell nochmal sich anstecken. Die können dann beispielsweise auch rausgehen oder dann in den Krankenhäusern. Das wird alles abgeschirmt. Also das ist auch menschenunwürdig, wenn Leute ihre Angehörigen nicht mehr sehen können im Todesprozess. Das ist jetzt mittlerweile geändert worden, das war am Anfang aber nicht so. So als Beispiel. Oder aber, es ist doch überhaupt noch nicht klar, was alles diese Lockdown-Politik für Auswirkungen haben. Und das ist gefährlich. Es zeigt sich jetzt immer mehr, wie gefährlich diese Lockdown-Politik ist und dass es nicht so viel bringt. Es ist relativ, also es bringt ein bisschen was, aber kaum. Und also das Beispiel Schweden führe ich immer wieder gerne an. Schweden steht bei Weitem besser da, als die öffentliche Darstellung vermuten lässt. Die haben relativ gute Zahlen jetzt und die haben eben nicht solche Lockdown-Maßnahmen gefahren. Und da ist die Betonung auf Freiheit noch deutlich stärker mit dabei und die Menschen können auch, glaube ich, besser in die Zukunft gucken, weil sie nicht so fürchten müssen, dass der Staat sie wie Untertanen behandelt. Das heißt, wir müssen unsere Regierung eigentlich qua Gesetz in Zukunft besser dazu drängen oder zwingen, so etwas abzuwägen? Ist das dann der Gedanke dahinter? Also eine Überlegung wäre, also als allererstes, also es gibt viele Überlegungen, aber eigentlich bräuchte man einen kleinen Rundumschlag, eine Neuaufstellung des politischen Systems. Es fängt bei den Bundestagsabgeordneten an. Es hat sich mittlerweile eine Bundestagsabgeordnetenkaste entwickelt, kann man fast schon sagen, die sich selbst so verstärkt und die praktisch ein Berufspolitiker geworden ist. Das sind Leute, die vorher häufig noch gar nicht groß gearbeitet haben, im normalen Arbeitsleben wahrscheinlich auch nie das Geld verdienen würden, was sonst, also mit ihren sonstigen Fähigkeiten nicht das Geld verdienen könnten, was sie halt im Bundestag verdienen. Und das sind rund 22.000 Euro, glaube ich, pro Abgeordneten. So das sind dann die Pauschalen mit drin für Mitarbeiter auch? Ja, das sind so um die 11.000, glaube ich. Und dann kommen noch 20.000 Pauschalen dazu, die dann aber nicht selber behalten dürfen, sondern das geht dann an den Mitarbeiter.
Also das ist etwas, das verstärkt sich selber und dann sind die halt eben lange bei sich, lange drin und haben aber dann auch keine Anreize, praktisch sich weiterzuentwickeln und auch möglichst Entscheidungen für den Bürger zu treffen. Also wir haben eine große Bürgerferne. Das sind alles Punkte, die kann man in anderen Gesprächen wahrscheinlich viel besser ausführen. Aber es geht eben dort los, dass dort ein Bereich existiert, die vom wahren Leben nicht mehr so wahnsinnig viel Ahnung haben, haben wir das Gefühl. Und die dann auch abgeschottet sind. Und der Umstand, dass eben ständige Wiederwahlen, also man kann ja sein ganzes Leben Berufspolitiker sein und wird wiedergewählt und ist eben so lange drin. Das ist in anderen, man könnte das beispielsweise so machen, dass man sagt, okay, 2 Wahlperioden, denkbar, oder 4 Jahre. Das wird ja auch schon vielfach kritisiert, nicht? Wir haben Hans-Herbert von Arnim, der sowas seit Jahrzehnten eigentlich als Professor für Verwaltungsrecht in Speyer auch fordert. Also Sie würden sagen, oder ich verstehe Sie recht, dass bevor wir zu einer nötigen Justizreform kommen und einer stärkeren Unabhängigkeit, braucht es auch in diesem Bereich des Staates Reformen, weil es von andererseits gar nicht gehen könnte, weil diejenigen, die dazu entscheiden haben, nicht bereit wären. Das würde ich so sehen. Also wir haben einfach einen Bereich an Menschen, die so eine selbstverstärkende Gruppe sind. Also die fühlen sich alle wohl in ihren Positionen. Man kennt sich, man schätzt sich. Ringsrum sind Journalisten, die das auch gut kennen und mitspielen. Und es gibt auch diesen einen schönen Artikel in der Welt, die Regierungssprecher. Das zeigt sich jetzt, also damit sind praktisch die Journalisten gemeint, die Hofberichterstattung machen. Das Thema hatten wir, bei der Gelegenheit kann ich werben. Gucken Sie, haben Sie gerne noch mal einen Blick auf den Kanal, auf 20.1. Wir haben unsere erste Folge damals über die Medien gemacht und über genau diese Frage. Aus meiner Sicht absolut zutreffend, dass wir natürlich, es ist ja auch so gewollt, wir sind ja verzahnt mit den ersten 3 Gewalten und dann die 4. als Medien. Es wäre erstaunlich, wenn jetzt nur ein Bereich so isoliert betroffen wäre. Das ist aber schon weitreichend. Also wir haben festgestellt, es gibt diese Einflussnahmen, diese politischen, es gibt durchaus Bedarf an mehr Unabhängigkeit in der Justiz, was die Personalsituation angeht. Und es hängt auch am Parlament. Dieses Parlament war ja auch erstaunlich still in den letzten Wochen und Monaten, kann man sagen. Es zeigt sich eben, das ist dann der nächste Punkt, warum haben wir eigentlich ein Parlament? Ich glaube 598 Abgeordnete sind es, Kraft Wahlgesetz. Aber wir brauchen diese Pluralität ja auch gar nicht. Es ist doch alles sowieso schon durch Fraktionsdisziplin und Zwang hergestellt. Also das, was gegenwärtig passiert, könnte man mit 40 Abgeordneten machen. Das heißt, Fraktionszwang weg oder? Nein, also das, was die legislative Arbeit, die gegenwärtig stattfindet, natürlich passiert viel in den Ausschüssen. Ne? Das ist nicht sichtbar. Also die Abstimmung selber ist natürlich was Eigenes, aber dahinter passiert natürlich viel, dass Gesetze erarbeitet werden, dass die Menschen sprechen und versuchen auch in den Wahlkreisen was zu machen. Aber die konkrete Frage der Abstimmung, das ist vorher doch alles schon geklärt. Also es wird also dann das heißt Fraktionsdisziplin, Fraktionszwang dann in manchen Bereichen und dann braucht man doch gar nicht so viele Menschen, wo ohnehin schon klar ist, dass sie so entscheiden werden, wie das von der Fraktionsspitze vorgegeben ist und wie man sich schon geeinigt hat. Damit kommen wir in der Tat einen ganz neuen Bereich, einen spannenden Bereich, der übrigens auch Thema in der nächsten Woche sein wird. Lassen Sie mich zum Abschluss noch fragen, den Strafrichter fragen. Es wird ja vielfach und teilweise aus extremen Bereichen gefordert, dass diese Menschen strafrechtlich auch verantwortlich sein müssen. Ist das vorstellbar? Ist das sinnvoll, dass wir jetzt das Prinzip des Strafrechts oder das Prinzip der Verantwortungsmachung an Politiker anlegen? Mitglieder des Bundestages sind weitestgehend geschützt gegen das, was ihnen gegen Anfeindungen. Wir wollen einen Bundestag haben, der frei von Angst vor Verfolgung diskutieren kann. Das soll auch so sein. Wie sieht es bei Mitgliedern der Regierung, der Exekutivorgane aus? Ist es vorstellbar in unserem Rechtssystem, dass eines Tages Menschen zur Verantwortung auch strafrechtlich gezogen werden für diese Vorgänge? Das ist durchaus vorstellbar. Ich habe es noch nicht erlebt, aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass es ausgeschlossen ist. Das ist wirklich so eine Frage, gibt es eine Unabhängigkeit der Justiz, könnte jetzt eine Staatsanwaltschaft beispielsweise einschreiten? Das ist so eine Frage, wo man wirklich sagen muss, okay, jetzt zeigt sich die Brisanz unseres Systems. Wenn die Staatsanwaltschaft beeinflusst ist durch die Regierung, dann wird sie die Regierung auch nicht angreifen oder wird natürlich die Regierung das blockieren. Aber rechtlich ist es denkbar. Also Mitglieder der Regierung können belangt werden. Es ist durchaus denkbar, aber es wäre,
Also es wäre ein Novum. Ich wüsste jetzt nicht, dass schon mal so ein Fall in der Art, also abgesehen von Spendenaffären oder sowas oder von Waffenhandelsgeschichten, aber dass man für politisches Handeln, beispielsweise um Gesetze einzubringen, zur Verantwortung gezogen wird. Es ist ja dann auch hinterher, dann wird es im Parlament abgestimmt und dann gibt es ja diese sogenannte Indemnität der Abgeordneten, dass für Abstimmungen man nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Das ist grundgesetzlich verbürgt, das ist auch grundsätzlich richtig erstmal. Aber in der Tat, Regierungshandeln selber hat nochmal eine andere Kategorie, eine andere Frage. Also das ist spannend, aber wir müssen auch sehen, die Maßstäbe, glaube ich, haben sich etwas verschoben oder drohen sich zu verschieben. Das, was bisher als richtig und falsch galt, hoffe ich, wird auch weiterhin so etwa gehandhabt werden. Ich hoffe nicht, dass so eine Maßstabverschiebung stattfindet, die eigentlich nicht gut ist für unsere Gesellschaft. Ein treffendes Schlusswort, dem kann ich mich nur anschließen. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Wir sind einmal durch die Justiz und ihre Probleme geritten und zurück. Das war viel. Es war aber auch zumindest für mich interessant. Ich hoffe, Sie teilen die Einschätzung und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie erstens uns bei YouTube abonnieren und ein Like geben, wenn Sie uns zweitens auf unserer Homepage 20.1.live besuchen und auch unser Newsletter abonnieren. Da finden Sie auch die Möglichkeit zu spenden, wenn Sie dann wollen, dass eine Sendung wie diese weiter betrieben wird. Und wenn Sie dann zu guter Letzt noch nächste Woche einschalten möchten, dann besprechen wir genau das, was wir heute nur angeschnitten haben, nämlich das historische Versagen insbesondere der politischen Parteien und die Inaktivität unserer Legislative. Mein Gast dann ist René Schlott, Historiker in Potsdam und Publizist, und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Herr Schneider, ganz herzlichen Dank und uns beiden dann wünsche ich, dass Ihre Hoffnungen eintreten. Dankeschön. Alles Gute. Für die Einladung.